Lernfähigkeit als affektiver Balanceakt. Da die Leidenschaft für das Spielen und die bevorzugte Art zu spielen sich von Mensch zu Mensch unterscheiden, liegt der Einwand auf der Hand, dass Lehrende für ein gelungenes Spielerlebnis die Gamification an die Spielbedürfnisse der Lernenden anpassen sollten. Hierfür lässt sich ganz allgemein sagen, dass erfolgreiche Spiele eine große Nähe zum Flow-Erleben haben. Kognitiv wird der Flow als perfekter Mittelweg zwischen Unterforderung und Überforderung verstanden. Affektiv lässt sich dies als perfekter Mittelweg zwischen Langeweile und Angst beschreiben. Dieser Zustand geht gemäß dem Yerkes-Dodson-Gesetz mit einem Zustand mittlerer Erregung einher. Geringe Erregung verhindert das Lernen, da keine Relevanz besteht, das eigene Verhalten anzupassen. Hohe Erregung wiederum verhindert das Lernen ebenfalls, da im Zustand der Angst keine Bereitschaft besteht, neue Verhaltensweisen auszuprobieren. In der Spielewissenschaft haben sich zudem zwei Spielertypologien entwickelt, die im Folgenden kurz vorgestellt werden. Erstens Stufen von SpielerInnen. Die am häufigsten anzutreffende Spielertypologie stellt die Anordnung der Spieler nach Kompetenz dar. Reiners und Wood 2015 bezeichnen Anfänger ohne jegliche Kenntnisse der Spielziele und Spielmechaniken als Noobs, Newbies oder Novizen. Die nächste Stufe stellen die sogenannten Problemlöser dar, die bereits die Grundregeln verstanden haben und fähig sind, einfache Aufgaben im Spiel zu lösen. Die dritte Stufe stellen die Experten dar, deren vornehmliches Ziel es ist, das Spiel zu gewinnen. Die vierte und letzte Stufe sind die sogenannten Visionäre oder Elders, die über die vom Spieleentwickler geschaffenen Grenzen hinausdenken und bestrebt sind, das Spiel noch weiter zu verbessern, zum Beispiel durch Modifikationen oder Erweiterungen. Zweitens Kategorien von SpielerInnen. Eine ebenfalls häufig anzutreffende Spielertypologie stellt die Unterscheidung anhand der Motivation der Spielenden dar. Hierbei wird von Killers, Achievers, Explorern und Socializern gesprochen. Ziel der Killer ist es, andere Spieler zu besiegen. Achiever hingegen sind bestrebt, das Spiel vollständig zu meistern. Explorer sind vornehmlich am Entdecken der Spielwelten und Spielfunktionen interessiert, während Socializer das Spiel nutzen wollen, um mit anderen Spielern in Kontakt zu treten. Diese Kategorisierung wird in der Theorie der User-Type Hexet noch weiter ergänzt. Dort gibt es neben den bekannten Socializers und Achievern noch Philanthropen, die kleineren Spielern helfen wollen, Free Spirits, die das Spiel als Zeitvertreib ansehen, Player, die bestrebt sind, sich mit anderen zu messen, und Disruptoren, die bestrebt sind, das Spiel auszutricksen. Drittens gameorientierte Kategorisierung nach Erfolgen. Abschließend findet sich gelegentlich noch eine Unterscheidung anhand der erbrachten Leistung. Achiever erzielen Bestleistung, Underachiever erzielen unterdurchschnittliche Leistungen, Disheartened Students geben das Spiel nach zu häufigem Scheitern auf, Later Wakers hingegen fangen erst spät mit dem Spiel an, reguläre Spieler zeigen hingegen angemessene Leistungen und halbherzige Spieler zeigen nur sporadische Spielerfolge. Viertens Persönlichkeitsmerkmale und Spielverhalten. Zusätzlich zu den genannten Spielertypologien werden noch zwei Persönlichkeitsvariablen als Unterscheidungsmerkmale für Spielertypen diskutiert: Neurotizismus, der mit einer hohen Sensibilität für Misserfolg einhergeht, und die Extraversion, die durch ein hohes Maß an Ausprobieren gekennzeichnet ist. Geringe praktische Relevanz von Spielertypen. Da die Forschung zu diesen Spielertypen noch wenig fortgeschritten ist, muss hier auf eine abschließende Bewertung verzichtet werden. Jedoch sei eine Studie erwähnt, die sich der User-Type Hexet gewidmet hat. Yildirim 2021 identifizierte 36% der untersuchten 180 Studierenden, davon 60% weiblich, durchschnittlich eine Stunde Spieldauer pro Tag, keine Angaben zu Fach und Alter, als Achiever, 24% als Philanthropen, 21% als Player und 17% als Free Spirits. Als Socializer wurden nur 2% identifiziert und niemand als Disruptor. Die Identifikation erfolgte hierbei anhand der höchsten Punktzahl innerhalb der 6 Fragelisten. Die 6 Typen sind jedoch alles andere als trennscharf, da 1/3 der befragten Studierenden bei mindestens 2 der 6 Spielertypen die maximale Punktzahl erreichte. Von der Idee gravierend unterschiedlicher Spielertypen sollte deshalb Abstand genommen werden. Spielimmanente Präferenzkriterien. Unterschiede in der Spielbegeisterung lassen sich vermutlich besser anhand des Spielgegenstandes und der Spielmechaniken erklären. Wer von einer guten Story gepackt ist, spielt auch Spiele, die wenig opulent und vielseitig gestaltet sind. Wer gerne strategisch vorausplant, wird mit schnellen und unvorhersehbaren Actionspielen wenig Freude haben, egal wie gut die Story ist. Ob ein Spiel negativ bewertet wird, dürfte weniger vom Naturell der Spielenden abhängen, als eher davon, ob bestimmte Erwartungen an das Erleben der Spielsituation enttäuscht werden.